Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Hefeschnecken mit Rosinen- und Marzipanfüllung. Als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 50 Gramm Zucker dazugeben, außerdem 200 Milliliter lauwarme Milch und alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Milch-Mischung zusammen mit 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, ein Ei, 50 Gramm weiche Butter und eine Prise Salz dazugeben und alles mit einer Küchenmaschine, den Händen oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig anschließend zu einer Kugel formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. In der Zwischenzeit für die Marzipanfüllung 100 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Milliliter Sahne und 200 Gramm Marzipan-Rohmasse in eine Rührschüssel geben. Die Marzipanmasse habe ich vorher eine Stunde in den Gefrierschrank gelegt. Jetzt mit einer Reibe oder einem Sparschäler in kleine Stücke hobeln, ebenfalls dazugeben und anschließend alles mit einem Löffel verrühren bzw. ein wenig zerdrücken, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Füllung danach erstmal zur Seite stellen. Der Teig sollte sein Volumen nach der Ruhezeit in etwa verdoppelt haben. Jetzt die Arbeitsplatte ein bisschen bemehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls mit etwas Mehl bestreuen, mit den Händen etwas flach drücken und anschließend mit einem Nudelholz weitermachen und möglichst rechteckig in etwa auf die Größe 40 x 50 cm ausrollen. Wenn das erledigt ist, die vorbereitete Marzipanfüllung auf den Hefeteig geben, gleichmäßig darauf verstreichen. Danach kommen noch etwa 125 Gramm Rosinen dazu, einfach auf die Marzipanfüllung streuen und den Teig anschließend von der Längsseite her straff zu einer großen Rolle aufrollen. Die Teigrolle im Anschluss mit einem scharfen Messer in 15 bis 18 gleich große Stücke schneiden, dann ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Marzipan-Rosinenschnecken mit etwas Abstand zueinander aufs Blech legen, alle Schnecken eventuell noch ein wenig flach drücken und dann für 12 bis 15 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben und goldbraun abbacken. Währenddessen bereiten wir noch schnell einen Zuckerguss für die Garnitur vor. Dafür einfach 125 Gramm Puderzucker und 2 Esslöffel Wasser oder Zitronensaft miteinander verrühren, bis daraus ein zähflüssiger Zuckerguss entstanden ist. Die fertigen Marzipanschnecken dann aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Jetzt noch mit dem vorbereiteten Zuckerguss dekorieren, abkühlen lassen und dann am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.